Was für mich als Fremdgehen gilt. Als Fremdgehen? Wenn man fremd geht. Also auch nicht. Also ich finde es halt. Okay, ich muss kurz ein bisschen überlegen. Theoretisch küssen, aber kommt auf die Situation drauf an. Ich weiß es nicht, bin ich eifersüchtig, sag ich mal. Alles, was mit einer anderen Frau als mit mir zu tun hat. Sagen, wenn man schon Blickkontakte hat, so, wenn man schon was so spürt, so eine Energie, dann ist schon schwer. Ich bin ein Mensch, flirten ist für mich kein Fremdgehen. Gucken, schreiben ist für mich kein Fremdgehen. Aber so der Wille ist zu tun. Aber das ist das, was man nicht beeinflussen kann selbst. Sachen, die man seiner Partnerin oder seinem Partner verheimlicht. Flirten. Flirten und vom Partner Geheimnisse haben. Wenn du Vertrauen zu einer Person hast und dieses Vertrauen gebrochen wird, ja. Ich meine, wenn du polyamorös bist, go for it. Wenn du eine Grenze überschreitest, wo das Vertrauen nicht mehr existieren kann. Wenn man anfängt schon zu lügen. Dinge zu tun mit einer anderen Person, bei dem man seinem Partner gesagt hat, sie niemals mit einer anderen Person zu tun. Egal, ob das jetzt Händchen halten ist, Ausgehen ist, Nachrichten verstecken ist oder ähnliches, zählt eigentlich schon alles dazu. Sobald du einen sexuellen Hintergrund in einer Aktion hast und das mit deinem Partner nicht absprichst oder das nicht geklärt ist. Sobald man halt irgendwie flirtet. Fremdgehen ist, wenn du eine andere Frau liebst und nicht mehr deine jetzige Frau. Also es gibt keine Definition für mich für Fremdgehen, einfach nur so, was du mit deiner Beziehung oder deinem Partner einfach besprichst. So Boundaries setzen und wenn du diese Grenzen überschreitet, dann ist es halt Fremdgehen. Also quasi man spricht es vorher mit dem Partner oder Partnerin ab, was quasi klar geht und alles, was darüber geht, ist dann Fremdgehen. Also alles abküssen. Erste Flirt. Wenn du normal mit einer anderen Person sprichst, easy, gar kein Thema. Aber sobald du irgendwie anfängst, intim zu werden, touchy, hin und her. So, wenn du irgendjemandem Erlaubnis gibst, trying to gehen, ohne mich oder mir zu sagen. Allein der Gedanke daran. Als Fremdgehen gilt für mich schon, wenn man mit der anderen Person auf eine emotionale Ebene geht. Eine emotionale Ebene, die man mit seinem Partner hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Freund hätte und dieser würde mit einem anderen Mädchen schreiben, würde ich das jetzt noch nicht als Fremdgehen betiteln. Aber ich finde so, diese kleinen Entscheidungen sind das, was dann zum Fremdgehen führt. Also mit jemand anderem schreiben, dann sich treffen, küssen und dann mit der Person ins Bett steigen. Deswegen kann ich nicht so genau sagen, ab welchem Punkt es das schon Fremdgehen wäre, weil das ja eigentlich schon der erste Schritt ist. Wenn man in einer Beziehung aktiv romantisches Interesse an einer anderen Person ausübt und zum Beispiel das nicht mit dem Partner davor kommuniziert, wie der Partner dazu steht, vielleicht öffnet man ja auch eine Beziehung, wenn man so ein bisschen darüber zusammen redet. Ist so? Abonniert scharf. Ich glaube, als Fremdgehen gilt für mich, wenn du schon eine andere Person küsst. Natürlich, wenn du mit ihr schläfst, aber ich würde auch schon sagen, wenn du eine andere Person küsst. Ja, wenn man es wirklich so drauf anlegt, mit einem Date, ja, dann muss es noch nicht zum Kuss kommen, aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Beziehung einen Neustart braucht. Oder vielleicht muss man sich darauf einigen, dass man polyamorös lebt. Hey, ich kann auch für mehrere Leute Gefühle haben. Alles was Flirten, Küssen, egal welche sexuelle Handlung, wenn man mit der Absicht mit einer Person spricht und Absicht dabei hat, diese Person also halt was mit der zu haben, das ist ganz klar Fremdgehen. Ich finde, das sollte man in der Beziehung selber ausmachen, aber für mich Fremdgehen bedeutet, dass man jemanden anderen geküsst hat. Und natürlich Schlechteres. Also Mach mal nächste Frage. Für mich ist Fremdgehen schon, wenn mein Freund mit einem anderen Mädchen schreibt. Aber also Fremdgehen natürlich, wenn er was mit ihr hat, ist richtig Fremdgehen. Aber für mich ist es eigentlich auch Fremdgehen, wenn er schon mit ihr schreibt oder mit ihr flirtet oder sowas. So, und wenn ich das sehe und er einfach keinen Zweck hat. So. Sag ich mal, ich hätte einen Partner und ich würde ohne, dass mein Partner wüsste, mit einer anderen Person fremdgehen. Ich finde, wenn in meinem Fall mein Freund, mein Mann, mit seiner Aufmerksamkeit schon bei einer ganz anderen Person ist, es beginnt ja schon mit Gedanken vielleicht oder Kommunikation, Schreiben. Das ist schon, da geht schon los mit Fremdgehen bei mir. Und ist mir vor allem auch verheimlicht. Ne? Es ist egal, ob bester Freund oder beste Freundin ist, nur das Kuss, irgendwas so sexuelle Gedanken, das ist für mich. Also Gedanken ist okay, aber der Moment, dass man jemanden küsst, das ist für mich dann tabu. So mit einer anderen Person was am Laufen zu haben, deswegen. Fremdgehen ist für mich alleine der Gedanke, irgendeine Art Move zu machen gegenüber einer Person, wenn du vergeben bist. Natürlich muss man wissen, in welcher Beziehung diejenigen zu stehen. Wenn ich in einer Beziehung bin, kann ich das auf Englisch sagen. The moment
my boyfriend starts talking to someone else, also to another girl. Das ist für mich ein bisschen so Fremdgehen, weil manchmal ist es normal, aber manchmal merkt schon, dass aus dieses Gespräch wird mehr so Gefühle herauskommen und das ist schon Fremdgehen für mich. Natürlich gibt es ja extreme Fälle, wenn es so richtig, du weißt schon, so richtig Cheating, ja, genau. Wenn dein Partner jemand anderen küsst, wenn das nicht mit dem Partner abgesprochen ist. Könnte ich nicht so definieren direkt. Fremdgehen ist Hintergehen von Menschen. Und man kann meiner Meinung nach wunderbar in offenen Beziehungen leben, wenn man dazu offen kommuniziert. Wenn man Sachen macht, die man vor dem Partner geheim hält. Kommt drauf an, was man mit dem Partner abgesprochen hat. Sobald man auf ein Date mit einer anderen Person geht, ab einen Kuss so. Als Fremdgehen einer anderen Person Aufmerksamkeit schenken und das so entertainen, weißt du? Weil man muss ja erstmal zulassen. Gefühle für eine andere Person zu entwickeln, ohne das eine andere Person entweder zu sagen oder allgemein. Wenn ich als eine Person verliebt bin und dann eine zweite Person finde, die ich dann lieben werde, bedeutet das, dass ich die erste nicht wirklich geliebt habe. Weil wenn ich die erste geliebt hätte, würde die zweite überhaupt nicht in Frage kommen, weil ich über die nicht nachdenken würde. Also wenn er mit jemand anderem schlafen würde, würde ich es als Fremdgehen bezeichnen. Oder beziehungsweise, wenn es irgendwie in die emotionale Richtung geht. Also auch nicht... Also ich finde es halt... Ich will halt jetzt nichts Falsches sagen. Also so, ich könnte mir vorstellen, so aus, keine Ahnung, aus Spaß zu flirten oder sowas, ne? Aber wo du es nicht ernst meinst oder wo man einfach genau weiß, die Person würde niemals etwas mit jemandem anfangen und so. Also wenn irgendwas gegen diese Beziehung spricht, was wir abgesprochen haben, dann Fremdgehen, ja. In dem Moment, wo man einfach emotional nicht treu ist. Also wenn man weiß, okay, man hat Gefühle für eine Person verloren, aber man versucht das Ganze irgendwie noch weiter rauszuziehen, so, weil es irgendwie so bequem ist oder man irgendwelche Vorteile davon hat. Fremdgehen, es fängt schon mit den Gedanken an. Aber richtig Fremdgehen ist, wenn man wirklich bereit wäre, für jemanden, der andere zu verlassen. Ich könnte jetzt ganz extrem sein und sagen, dass man daran denkt. Meiner Meinung nach fängt Fremdgehen schon daran an, wenn man schon überhaupt dran denkt, also schon sich so Gedanken im Kopf hat, an eine andere Frau zu denken. Ich sag ganz ehrlich, Fremdgehen geht bei mir schon da los, wenn du nur, keine Ahnung, wenn du nur irgendeinen Kontakt mit einer anderen Person, also jetzt nicht normalen Kontakt, allein schon beim Schreiben, wenn es irgendwie auf eine sexuelle Basis oder so weiter schon beim Schreiben geht, ist das schon Fremdgehen, weil ich sag mal so, wenn es in der Beziehung so weit gekommen ist, dass ich merke, dass ich Interesse an anderen Personen habe und so weiter, dann sollte ich mir Gedanken drüber machen, ob die Beziehung da noch was bringt. So. Man könnte auch drüber reden, ob schon sozusagen der Gedanke daran, das sagen zumindest viele Leute, ne? Es gibt viele Leute, die sagen emotionales Fremdgehen. Also, oder quasi den Versuch unternimmst, deinem Partner, deiner Partnerin fremd zu gehen, dann ist es dann auch egal, ob es wirklich passiert oder nicht. Ich sag immer, ey, die Gedanken sind frei, denk, was du willst, aber du bist verantwortlich für dein Handeln. Sex beim ersten Date? Okay, skip.